Wat is een Taufe? Waarom brauchen wir dort eine Klasse zu haben? Ich weiß nicht, wo jeden das geht, aber ich habe later Zeit manche Fragen beantworten während der Taufe. Und manchmal mehr von geredet, da fehlt mir vielleicht ein bisschen von zu reden, was die Schrift lehren das an. Du hast lots of confusion, kann ich sagen, Eindrucks über was Taufe ist. Some ist die Taufe sehr wichtig und some ist die, glaube ich, lang nicht wichtig genug. Und vielleicht ist dort noch sehr taub. Der Janja, was die sehr wichtig ist die vielleicht lang nicht wichtig genug. So, ich dachte, ich will von dir ein bisschen übergehen, was wir finden in der Bibel im Testament von der Taufe. Ich glaube, wir sind bekannt damit, dass die meisten von uns, was ausgewaschen sind, was befreit sind, und vielleicht auch fern befreien anbeten, was sich lassen taufen. Und was lehrt die Schrift davon? Ich will von dir einen Nachtbet-Schriftvers haben, eigentlich noch nächste Hübse, bloß kurz übergehen, dass die weiten, das kommt aus der Bibel, und ich habe nicht die ganze Vers genommen, da bloß der Anhalt, da sind sehr viele Vers von dort Bahnen. Und wenn wir an Taufe denken, ich denke, wir checken, wo fängt die Taufe an? Weil wir fingen im Neuen Testament, fingen wir die Taufe von das Meer, das Rote Meer, wo das Volk Israel der ging, in der Wolk, wo sie gingen. Da leist der Westermut ut als eine Taufe. So, und dann weten wir all, dass die Taufe ist nicht bloß so, dass wir von der ersten Tag Taufe nennen. Das Wort Gottes lehrt noch mehr an Taufe als bloß ans Loten mit Wurm kapjeiten. Wann dort auch eine Taufe ist. Aber dann ja, mir ein bisschen übergehen. So, das ist das erste, was ich große hastig fängt von Taufe. Und dann das nächste wird sehr dort kommen von Johannes der Täufer. Der wird am Jordan taufen, da wird viel Wasser wir. Dort kommen sehr viel Hand zum Taufen. Und wir fingen Matthäus 3, 6, 7 und 8. Dort kommen sogar die Sadduzäer und Pharisäer, die kommen, um sich taufen zu lassen. Und hier fingen wir auch wahr, dass die Taufe wir nicht bloß Wasser ab dem Kopf jäten. Sie dachten, wir auch die taufen und würden sich taufen lassen. Da hier wird Johannes sehr strenge Wort sagt, er nannt jetzt sogar ein Schlangenjaft, wo je Gott sein Euer aus dem Stich kommen. Und er sagt, Gott und dort rechtschaffene Büsse, Frucht von der Büsse. So hier kommen wir ein klein bisschen wieder an, dort diese Taufe, was Johannes steht, dort handelt sich um eine Taufe zum Büsse tun. Und Matthäus 3,11 sagt, diese Taufe mit Wasser, die Johannes zu der Büsse. Dann sagt hey, aber, dass da wird eine Lothar kommen, der wird uns mit den Gästen mit 4 taufen. So also Johannes in der Taufe, dort wir eine Vorbereitung, dort wir eine Verarbeit von Jesus in Arbeit. Dann fingen wir Markus 1,6. Johannes, der tauft mit Wasser. Und Jesus, der tauft mit dem Heiligen Geist. So hier haben wir kurz ein bisschen Unterschied hier, dort die Taufe zu der Büsse, und wir haben einen Vers in Lothar, da sage ich zu der Reinwaschung. Der hat sich Lothar taufen, um sich reinwaschen lassen. Dann fingen wir Markus 1, 19 und 11, und das kriegst du in Johannes 1, 25 bis 29. Da sagt sogar, dass Jesus, der lässt sich taufen mit Wasser. Und dann sei aus dem Wasser rutschstehen, dann kommt der Geist drauf, so eine Duve, mit einer klaren Stimme und sagt, das ist mein Leben sehen. Und wo Gott in Wohlgefallen hat. So hier haben wir noch eine Stück wieder. Johannes, der wehrt sich vom Taufen. Und das ist klar, warum, wenn Johannes sagt, dass wir ein Mensch voll sind, und Jesus wir einer ohne sind, so dass wir endlich nicht reicht, dass Johannes als ein sinnlicher Mensch nicht wird diese Reinwaschung an Jesus tun. Oder Vater Jesus Buße zu tun. Da sagt Jesus, weißt du was, Lord, das mal so sein, wir wollen alle Gerechtigkeit erfallen. Und hier an dit Angst ist auch ein wertvolles Angst, wenn wir daran denken, dass Jesus selbst ohne Sinn wird nicht haben Brück sich taufen zu lassen, aber er kam und diese Gerechtigkeit erfallen,
maar dort beweist hij dat hij komt als een mens op deze eerd en stelt zich aan als een zinniger mens en dat de gerechtigheid uitleven krijgt zoals wie andere mensen moeten. En wie weten dat, wanneer we wieder gaan, dan komen we later nog aan, ik word het hier een beetje aannemen, Jezus zelf zegt, dat hij is bang voor die taufe wat hij in het nemen moet. En dat is de kelch wat hij drinken zal. Zo hij naam dat ook een taufe, wat hij deed, waar hij zijn leven gaf voor alle zonde, ja? Waar hij de zonde betolen deed. Zo dat is wat we vingen. Dan vingen we Matthäus 21, 24. Dat is de vraag van waar komt deze taufe Johannes? Jezus vraagt de schriftgeleerden Farizeeën dat. En hier zijn we waar dat deze taufe, die is een connection met das wat ons bloß met water. Wenn es diese können ihm nicht Antwort geben, ab dort. Warum nicht? Wenn es die Connection von der Reinwaschung in Sinn direkt in die schriftgeleerden Pharisäer so sei, und wie weiter, sie wird erst bei Johannes, und sie kriegen die Antwort Gott dort Büsse. So sie wollten sich dort nicht zu sein. Markus 11:30, als endlich het selbst gedenk. Dann haben wir Matthäus 20, 22 bis 23. Du hast die Frage auch wenn der Taufe. So hier gehen wir alle ein bisschen ein anderes Thema an, als an dieser Watertaufe. Hier fragt die Jünger, als sie kennen, und erreichte sie bei Jesus sagt, wenn sie schnell weg sind, ja. Und da gibt Jesus eine Antwort, dort kann je die Taufe nehmen, was ich will nehmen. Und dann sagt die Jünger, ja, das habe ich gut. Und dann sagt Jesus, ja, die Taufe will ich nehmen. Aber wenn in meine Rechte sie zu setzen, das kann ich ihnen nicht versprechen, das ist Gott seine Sache. So hier von dieser Taufe, da ist auch Charakter, wo ich von rede, wo Jesus sagt, ist bang, an die Taufe hineinzugehen. So wenn wir hier von dieser Taufe reden, dann müssen wir checken, was Jesus meint hat. Und das ist da, wo er sagt, dass er das Kelch trinken muss. Wie weit was das meint, ja, er muss sein Leben geben, ausschuldig für uns Menschen. Dann haben wir Markus 10, 38, 39, das ist ähnlich krank hetzelfde. So, diese Verse, die finden wir sehr viel steht, einmal wiederholt in all die Evangeliums, und das ist ein wichtiges Ding. Diese ganze Taufe ist ein wichtiges Ding, was hier passiert ist. Wir haben Markus 16, 16, da redet auch noch wieder, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. Wer nicht glaubt, der wird verdammt. So hier connected all an ons Leben an, wo diese Taufe ein Value kriegt, ein Wert kriegt, an uns modern, wann wir glauben. Warum, wenn es hier sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig. So also, das Glaube muss sein an Jesus Christus, dass diese Taufe, diese Wirkung von der Seligkeit hat. Dann hängt an, sagt es, aber wer nicht glaubt, der wird verdammt. Dort kommt die Taufe auch nicht an, wenn du kannst keine Taufe kriegen ohne Glauben. Du hast keine aktive Taufe an uns, wenn wir nicht an diesen Glauben sind. Dann ist das bloß eine einfache Wortbejeutung. Und von der Tag habe ich zu viel so eine Menschen, die diese einfache Wortbejeutung tun, und du hast nicht wirklich das Glauben im Hort, worauf das passieren kann. Dann fingen wir in Mark 1,4, Johannes der tauft mit Wasser zu der Buße in Vergebung von den Sünden. So hier erklärt es auch wahr, mehr als bloß am Wasser andocken. Ich glaube, unsere Taufe wird die meiste von, wie wir hier sein können, als diese, wo wir uns loten und bet Wasser am Kopf geben, ja? Und dann haben wir diese Taufe auch, und ich glaube, das ist die Taufe, was Jesus belebt. Wenn es jetzt sagt, er ist im Wasser hineingegangen, ja, er sticht mit dem Wasser raus. Das ist nicht bloß, dass er in der Kirche gewasst und sagt, mit Wasser abgegoten, das ist was anderes gewasst. So wir fingen hier verschiedene Sorten Taufe, was da gewasst ist. War das vom Wasser abgegoten, so wie gewarnt sind, kann ich nicht ein klarer Fall sein, wo das sagt, so ist das hier passiert. Du hast ein Teken, nur was da so sitzt, von das, aber du hast nicht so ein klarer. Und ich habe nur gesagt, und weißt du was, ich will nicht sagen, dass ich alles weiß, wenn ich die Bibel lang nicht durchgelesen habe,
Ik deed al bloos ettelje vaars wat ik haast niet vinden kon. En ik wil jaren zo'n vinger. Hoe kan ik vinger dat we met de woord op de kap naar juiten? En ik kon je dat van jou niet zeggen. Want jeder wil vinger goed. Zeg ook dan nou. Ik wil ook naar hem mij leren. Op een wijze, er zijn soms dingen, maar zij daar waar ze werden in Jeruzalem, waar we geloven we niet veel woord is, daar waar die nieuwe kerk ontvangen deed, daar deden ze 3000 in een dag, wat de kerk worden bijgedaan en die worden daar getauft. Zo wou ze dat hebben, weet ik niet. Dat zeg ik toch gleich. En weet je wat? Nog een ding zeg ik mir dat woord, krijg deze woord am Kopf, geloof ik als Gott het niet zo wichtig, wo dat krijg je doen wordt, wens wie vingen dat het dieper gaat als bloos woord. Zo dan hebben we Matthäus 3, vers 13 bis 7. Jezus wordt getauft van Johannes. En Johannes feilt zich niet weet, dem te taufen. En dat is dat wat ik zal van reden. Dan zegt Jezus, laat dat nu zo zijn, wens ik wel alle gerechtigheid ervullen. Dat is wat er passiert. Dan Apostelgeschichte 16, 14 en 15. Da zegt het Lydia, hier dat woord, en zij maakt hart op en laat zich taufen. Wel, we kunnen zeggen, God maakt dat hart op en dan laat zij zich taufen. Zo hier redt het niet van geloven, maar wanneer we dat nemen, wat het is, wanneer we ons hart opmerken, tot dat woord Gottes, dat jaft en geloven aan dat woord Gottes, ja. Na Apostelgeschichte 16, 33, hier leidt de kerkermeester zich taufen, van de apostel wat am jail werden. En hier zegt het, hij leidt zich taufen, en dan wordt zijn ganze huis gläubig. Zo eerst zegt het, hij moest geloven, om getauft te zijn. Hier leidt hij zich taufen, en ze geloofde. En dan hebben we Apostelgeschichte 18, 8. Hier zit van Crispus en vele Korinther, die hielden en geloofden en worden getauft. Zo wanneer ik deze neem, dat is ongeveer alles wat ik hier groot van Johannes in de Taufe einzend, ook naar deze andere wat ik genomen heb. En deze meeste van deze had te doen met dat we deze reinwaschung van de zin hebben. En wanneer ik hier wel nu een klein beetje stil houden, en ik wil een beetje erklaren maken wat we nog meer vingen van dit alle Taub, dan zegt het niet direct taufen, maar het heeft te doen met hetzelfde wat het recht Gottes aan zich heeft. Jo, in Johannes 3 vingen we van de wedergeboorte, en dat is een connection met hetzelfde. Als hij zegt, wer niet wordt van water en geest geboren, die kan dat recht Gottes niet zijn. En sommige mensen vragen me, wat meint dit water hier? Wel, ik versta dit water zoals hetzelfde wat een taufe is. En dat meint aber niet bloos direct simpel water wat hier bijna is. Dat meint de erkenntnis van de reinwaschung durch den Glauben aan Jesus Christus. Dat is eigenlijk dat water waar het van reden dat we brücken deze reinwaschung. En dat is ook wat Johannes deed am Anfang. En wanneer we dan dat Beispiel nemen, we vingen in Korinther geschreven, dat de ganze reis van Egypte naar Israël, wat God deed durch Moses, dat is een schatten of een bijspel van waar we bijna leven en hier bent. En wens dat door reden dat van dat Rode Meer, dan is dat een zeer klaar het beeld ook te vertellen wat een taufe is. En hier weer het ook ware water waar ze durch moesten. Ze komen am eng en de teufel weer hing eraan, wat Pharao weer met zijn soldaten en zijn kriegersvolk. En als ze door am eng zijn, dan deed Moses zijn stok door over het water en gaat het op, dan rennen ze door durch. Kunnen ze door de recht durchgaan. En wat passiert? Wat is de inhoud van deze taufe als dan ze durch zijn? Dan komt de teufel hing eraan met het kriegersvolk, des Pharao. En door am water, door am mad am meer, door breekt je het redeloos, was gewoon kapot. En die walen kloppen top en die verzuipen door. Zo hier is waar een taufbeispiel, wat een taufe aanhouden dat. Dat wanneer we ons taufen laten, is de aanhouden dat we doen door sterven
wir doen dort zu ons Sündenleben sterben. Und wir fingen eine andere Verse, sagt es, wir begroven das Gesatztum von der Sünde und wir gehen ein Leben an. So, das ist ein bisschen Anhalt, was ich finde da von wirklich diese Taufe. Und dann haben wir hier wieder, was some Menschen vielleicht was dichter beifallen, in Apostelgeschichte 19, 1-7, da wird in Ephesus ein Ding, was da passiert ist, und Paulus, die kam nach Ephesus und fängt da 12 Männer, die haben den Heiligen Geist nicht gekriegt und sie werden übergläubig geworden. Und sie werden auch getauft von Johannes, zu der Buße. So, was ist hier passiert? Die haben einen Glauben, werden gläubig geworden, und sie werden getauft auf der Buße. Und dann, sie haben nicht den Heiligen Geist. Dann sagt Paulus, dass ich wollte noch einmal taufen, am Glauben auf dem Namen Jesus Christus. So, sie werden nochmal ab den Glauben, was Johannes bringt, getauft, und dann tauft er zum zweiten Mal auf dem Glauben Jesus Christus. Oder Namen Jesus Christus, kann man sagen. Und was passiert dann? Und dann legt er die Hände ab, und dann kriegen sie den Heiligen Geist an sich. So, hier haben wir in dieser Taufe, was wir vielmal bloß ein Ding nehmen, hier haben wir 3 Dinge finden. Ein davon ist, dass wir brauchen, von unserer Sünde gewaschen zu werden. Und wirklich gewaschen zu werden von unseren Sünden, haben wir mal durch den Glauben an Jesus Christus. Dort, wo uns Sünde leben, uns Sünde Schuld uitgestreckt wird und rein worden. Dann fingen wir das nächste Part, was hier ist, dort regt nicht tau, bloß unsere Sünde uitgestreckt und reingewaschen worden. Wir brauchen wirklich und zu glauben, dass Jesus Christus aus dem Aschuld, ja, ohne Schuld, uns dort betont hat. Und ab dort Ding, das Dritte kommt, wo wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. So, das ist ein Ding, was ich in der Schrift funk und gefunden habe. Und nu werden wir selbst sehen und checken. Wir haben noch ein Ding in Apostelgeschichte 8, dort ist ähnlich, das ist ein bisschen anders, das ist in Samaria passiert, da hat viele predigen, und da wurde sehr viel gläubig, zu uns Herrn Jesus Christus. Und sie haben aber nicht den Heiligen Geist gekriegt. Dann sagte, dann schickte sie Petrus und Johannes dahin von Jerusalem, und die beten über Erd, dann kriegen sie den Heiligen Geist. So noch ein interessantes Ding. Und weet je wat, wenn ich das betrachte, was von diesem Tag passieren wird, mit den Dingen, was wir schaffen, und Menschen merken, wie viel, wo Menschen sich bekehrt haben. Da sind Menschen, die haben sich lassen Taufe, some Zeit zum Befreien. Und dann sehe ich das noch, und dann fing ich über, sie haben ganz aufrichtig all ihre Sünden bekannt. Sie sind vergegangen und haben sich Taufe lassen mit einem reinen Hort, was Sünde und bekennen ging. Und dann dauert es nicht lang, und dann fallen sie wieder zurück in Sünden an. Und hier sind Dinge, und ich will Ihnen jetzt eine Frage durchstellen. Mir sieht das manchmal so, dass von diesem Tag passieren kranke Dinge, was dort passiert sind. Da sind Menschen, die sind bloß auf der Reinigung von Sinn getauft. Und die weiten nicht von dem Heiligen Geist. Und die weiten auch nicht den Anhalt von dem Leben an Christus. Ob Sünde leben, das hat sich klar gehabt, da muss wir aufstehen. Und das schien so, dadurch haben sie nicht sicher gekriegt, das was hier passiert ist, dann sind andere, auf Gott andere geschickt, da haben die geholfen, dass die wiederkommen werden. Und an meiner Ansicht, nu fing wir von der ganz krank, das selbst die Bilder, manch uns Männer nicht, was da passieren wird. Apostelgeschichte 22, 16, da sagt, dass Paulus wird getauft, zu der Aufwaschung von der Sinn. Also Paulus belebt Jesus direkt auf dem Weg nach Damaskus. Dort wo Jesus sich zu ihm offenbart mit einem klaren Licht und redet direkt mit ihm. Aber dann braucht er noch getauft zu werden von der Aufwaschung von der Sinn.
Und das können wir sagen, leckens in Klima mit Jesus sind. Jesus leidt sich auch waschen, weil Paulus hat Sinn. Ich meine nicht, dass ich dort mal dort lecken deed. Aber hier haft het allebei den Wirtbanen, wo du gewaast ist, in die Umstände, wo du gewaast ist, banen. Lukas 3,16. Johannes tauft mit Wasser zu der Büsse. Und Jesus kam und er tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. So ende diese ganze Taufe-Geschichte, wo wir banen sind und wo viele Menschen und Frauen reden, hat ich ein Anliegen, mal krank diese Einzelheiten mal ein bisschen rüberbringen und dass wir würden mal wirklich nur die Bibel noch, nur Gottes Wort noch, uns mal ein bisschen anlassen, was die Taufe ist, nicht steht, dass wir bloß Angst haben. Und weißt du was, ich will Ihnen frei sagen, da sind einige, die Leute sich frisch taufen. Und viele von uns ist sehr Angst dafür. Was ist das? Woran macht das? Und der andere, die feilen so, sie sollen das. Und weißt du, das ist eine Connection, kriegt man dort, wenn sie sind getauft geworden und sie fingen hier, dass sie haben Leute getauft auf dem Heiligen Geist und sie weiten, sie haben erst nicht gehabt, dann feilen sie so, sie machen nicht noch am Heiligen Geist getauft worden. Warum, wenn es die Bibel redet von dort, jo? Und wir wollen noch ein bisschen wiedergehen und dann will ich ein klein bisschen mehr von der Taufe nehmen und sein auf eine Erklärung kriegen über das. Apostelgeschichte 18, 25. Du hast es, wo Paulus, wir von der Taufe Johannes getauft wurden. Das kriegt noch eine ganz andere Umstände. Wir von Täufer Johannes zu der Büsse getauft und dann kommen Aquila und Priscilla und leihen am Gottes Wort klar aus. Und weißt du was, hier sagt es nicht, dass war getauft wurde. Hier sagt es bloß am Haupt dort wieder durch sein Leben viele Menschen helfen deed und durch die Gnade zum Glauben führen deed. Dann Reimer 6, 3-4. Nu gaan we een klein beetje een ander thema nog nemen. Hier redet van, weet je niet, dat je zum Tod Jesus Christus getauft sind? Wenn je dort sind, dann sind je begraven durch die Taufe zu dem Tod. Hier fangen wir an, dieper an zu gehen. Das ist Paulus, was er geschrieben hat. Und das ist ein Kapitel oder ein Brief, was sehr deep im Jesselchen angeht. Und hier fing wir ganz klar, dass diese Taufe zu dem Tod Jesus Christus ist nicht das Wutter. Und ich will nicht sagen, dass wir nicht mit Wutter getauft sind, aber das ist ein Ding, was am Hort passiert ist. Dort uns Sünde leben, dort ist zum Tod gegangen ist, dass Jesus Christus sein Leben gab für unsere Sünde, so als uns Leben, wir können sagen, uns sinnliches, fleischliches Leben, zu dem Tod am Kreuz gestorben, ja? Und ab dort sind wir getauft. Und wenn wir dort sind, dann sind wir durch diese Taufe begraben zu der Sünde. Wir wurden frei davon. Dann gehen wir nach nächste, 1. Korinther 1, 13, 17. Paulus wie Frau, dort nicht mehr als Gaius und Cyprus getauft hat. Dort sie nicht würde können sagen, er hat auf sie Namen getauft. Je können das selbst noch lesen, aber wenn ihr diese Vers lesen, dann ist der hier dort Ames beschuldigt worden, aber dort er auf sie Namen taufen deed, oder er seine Jünger machen deed können sein. Und hier erklärt er dort, dass er hat nicht getauft, bitte diese zwei, und dass nicht auf sie Namen oder zu seiner Gerechtigkeit getauft. Die sind in dem Namen Christus getauft. So habt auch mit der Taufe zu tun. 1. Korinther 10, 2. Und das ist dort, wo ich von rede. Da sagt es, und alle sind ab Mose getauft worden, an der Wald oder durch das Meer. Und dort handelt es sich das Volk Israel. So dort wird gebraucht in der Bibel als eine Taufe, was sie da getan haben, im Neuen Testament. Dann Galater 3, Vers 27. All die, was an Christus getauft sind, die haben Christus angenommen. So hier ist nicht bloß die Reinwaschung von Sinn oder die Taufe des Johannes, hier ist eine Taufe, was
wie das hier passiert ist. Hier ist eine Taufe, wo wir am Glauben hat Christus genommen. Dann Epheser 4, 5, 6, und das ist das Thema, was ich al mit Adelje hat durchgenommen, die sagen, das ist bloß eine Taufe. Und dort kommt auch der Streit von, so ist das Bild ist oder so ist das Bild ist. Und da ist bloß die Taufe reich, was ich gewandt bin. Und weet je wat, wir sind nicht unbedingt het rechte gewandt. Und ich will Ihnen bloß sagen, was die Bibel lehrt hat von das. Weil wir hier ein bisschen mehr checken, ihr sagt, du hast bloß ein Haar, und du hast bloß ein Glaube, und du hast bloß eine Taufe, und du hast bloß ein Gott, was über alles ist, und an alles ist, und durch alles ist. Dat is wat deze Taufe met aan is. Wenn wir diese Taufe nehmen, dort haben wir was wichtiger und dieper zu tun, als du mit Worten ungedockt bist oder als du bloß abgegoten bist. Das ist ein Ding, was die Radung, die ganze Taufe-Radung, wir können sagen, das Volk Israel, dort wird geraten von das Sklaventum in Ägypten und vor durch Meer wurde diese Taufe, wie wo sie geraten wurde von der teuflischen Macht, von Pharao. Und von dort wieder hat er seine Lehrer, dort ist diese Welt. Wo ihr sehen, weil sie hat auch dort die Welt, aber hier wurde sie von dem Teufel los, und von dort wieder wird die Welt abgehört, was er in alle Wahrheit leiden hat, und den rechten Weg bringen hat, und dort ist von der und der Jest. Das ist die Jestestaufe, was wir brauchen. Dort mit der Reinwaschung taub, als dort, was von der und der Taufe ist, was durchführen hat. Und du ist bloß eine. Wir können nicht verschiedene Sorten Taufe haben, sagen, du bist zu Jan Gott getauft und ich sie zu dis Gott getauft, sonst jaft es nicht. Die teuflische Macht ist da, was da allerhand Dinge beibringen hat, aber das wird hier sein, das ist bloß eine Taufe, und das ist bloß ein Glaube, weißt du, das ist der rechte Glauben an diese Wahrheit, als der einzige Glauben, was uns rein macht von Sinn, und das ist der einzige Glaube, was uns den Jes geben hat, und das ist auch der einzige Glaube, was uns zum Himmel führen hat. Da ist bloß das eine. Und da ist auch bloß das ein Haar, was das alle abgelehnt hat von 6000 Jahren zurück, was von der. Und wir haben so eine klare Bilder, durch und durch, wo das alle Beine ist. Und dann haben wir das ein Gott, was an uns alle ist, die, was getauft sind, was das ein Glauben, das eine Taufe haben, die ist über uns alle, die ist an uns, und die ist durch uns. So, das ist so verbräst, sag ich manchmal, so bepackt mit Wahrheit, dass hier habe ich keine Gelegenheit, so zu denken, dass wir uns wahre taufen lassen, noch einmal taufen lassen, noch einmal taufen lassen. Und versteht mich recht, wahre, dort, was wir am Anfang sein tun, in der Bibel hat sie zweimal getauft. Auf dem Christel ja war. Und ich sage von der an, wir haben manche Ansohne, was am Gäst krank so war. Wir tun vielleicht nicht mit Wutter begleiten, aber das sind so, was eine Taufe nicht hatte Klarheit gekriegt, über das Gästel Leben. Der hat die Leitung nicht gekriegt. Und dort passiert Verschiedenes. Some die don't krank sind hier sein. Die fuhren beten mit er, und die lesen im Heiligen Jes. Das ist selbst, was wir in uns beleben tun. Aber er hat nicht mit zweimal Taufe zu tun, jo? Dann 1. Petrus 3, 21, hier redet von nicht eine Abwaschung von den Schmutz, das handelt sich um das neue Bund, für den Grund von uns in der reine Gewässer zu haben für Gott. Das ist die Aufwaschung, was diese Taufe meint hat. So, und dann gehen wir nach Hebräer 6, 1-2. Da sagt es, redet auch von der Taufe, wenn wir mal abhören. Und ich sage, das ist ein Wachstum, was das lehren hat, dort wir wollen vorwärts gehen. Wenn du klar hast, dass du deine Sünde Vergebung gekriegt hast, du hast dir alle bekannt, du bist am Licht gekommen, dann hast du die Reinwaschung von der Sünde gekriegt. Und hier sagt es, wenn wir mal abhören mit immer wahre Grundlagen und Buße tun, en frisch geloven voeten aan God, ik had hier snursen, nu maak ik dit. Oder eine neue Liebe von dieser Taufe, ja, nu moet ze nog eenmaal getauft worden. Oder wie maar frisch hängen bleiben.
Oder ik moet heb nog frisch waar een Christ war abstonen. Weet je wat? Waar we mal verwärts gaan, zegt het hier. Ik kan hier een dieper Weetbahn, aber ich kann uitbrengen, wel van dat is allmählich. Dat wanneer we im Glauben gewaschen sind von onze zin. En we hadden deze Jesus Gove gekregen, dan zegt het is allmählich, dat nicht wat vrucht was. Dan is het Beispiel hier nog wieder, dat zoals de regen op het Erdveld, dan was er wat. Entweder Frucht oder Kruid. Und so allmählich ist das für uns, wenn wir wirklich diese Taufe belebt haben, dann waren da gute Früchte rausgekommen. Da wenn Lied das so klar auf, dass das nicht einmal war. Wir haben all mehrere Zonen in unserer Counseling gehabt, in unserer Klasse gehabt, wo der hat sich zum zweiten Mal taufen. Die sagen, sie haben sich einmal taufen, sie weiter, sie werden nicht treu gewesen. Und da, wenn Vater sie einmal nicht sieht, dann haben sie mit wem zu tun und beten werden, dann kriegen sie sich, dann fallen sie nicht, weil ich mich noch einmal taufen lasse. Und dann haben sie sich noch einmal taufen, und dann ist es krank so geworden. So die kommen zurück und sagen, die Taufe hat mich nicht gereinigt. Ich brauche was tiefer, das steht. Da ist das wichtig, und hier will ich bloß noch meine Ansicht noch rüberbringen. Und weet je wat, ich will jullie hier zweimal leren dat veel zweimal te taufen. Oder wir moeten nicht zweimal taufen, wenn wir finden dat in der Bibel, und dat will ich jelle lassen, was er geworden ist. Aber was ich von dir will, noch ein klein bisschen wieder taubstellen, omdat je kunnen jullie selbst brieven, und das Wort Gottes noch sagen, ja, mein Bett mehr von dit te reden, die Wichtigkeit an immer wahre bekehren. Dat is wat ik wil uitbrengen. Hier zijn die twee zijden. Sommige mensen die zijn getauft en hebben niet klaar als ze bekeerd zijn. Dan maar eenmaal krijgen die klaar heeft, die willen zich taufen laten. Die anderen, die zijn ook niet klaar over die taufe, denen is gruwelijk angst voor die tweede taufe. Hebben een grote angst, maar die weten niet waarom. Die zijn niet klaar. Aber einerlei, was ich uitbrengen will, ist, was Gottes Wort sehr klar lehrt hat, und das fing wir kraken in Hebräer 6, das hielt mal ab. Mit immer waren nie Bekehrungen merken. Und holen das andere nicht. Und das, was in der Film hier hat, no, Jana Taufe, was ich da habe, er hat nicht. Da wie bloß das, habe ich mir können Pannen schmieden. Die verachten das ganz. Und dann tun sie was Frisches. Dann geht es nicht lang, dann verachten sie dort waren, dann tun sie was Frisches. En weet je, dat is wat de Bijbel zeer klaar leren zet, und jeft het gleich. Dan hebben we nog in Römer 6, den 8. Vers sagt dat, sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir mit ihm leben wollen. Weil wir weten, dass Christus von dem Tod abgewagt, wieder Hans nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr warm. So hier ist sehr klar erklärt, dass eine Bekehrung, eine wahre Geburt, kannst du mal einmal beleben. Eine wahre Geburt ist mal einmal. Christus starb einmal und lebt. Wieder hat er dort nicht mehr Kraft. Na der 10. Vers, wenn es was er gestorben ist, dort ist er für den Sinn gestorben einmal. Voor allem. Wat hij leeft, dat leeft hij voor God. So, deze Bekehrung, wat we brauchen te beleven. En dat zit manchmal so, dat de mensen haben zich bekeerd, vallen auf, dan bekeren ze zich, dan vallen auf, dan bekeren ze zich, waren vallen auf. Want es schließlich die Bekehrung, wat Gottes Wort leren hat. En dit is met de Taufe verwikkeld. Ik geloof dat is zeer wichtig, dat für all die, die verantwortlich sind, bereit an sich zu prüfen, dass die wirklich bekehrt sind, dass wir als Kinder Gottes nicht eine falsche Taufe geben. Dass sie keine ein Zeugnis geben, ob eine Wahrheit steht, ob eine Anwahrheit, und lassen sich taufen und verbiestern dabei. Dann sagt er auf der Vers, also auch je. Holt ihr dafür, dass ihr zu den Sinn gestorben sind, und leeft wieder für Gott an Christus Jesus ans Haar. Und dann lot nicht ware die sind Herrscher in den Stoffel der Körper.
Dat is waarom ik van deze Taufe reden wil, dat we wirklich erkennen doen, dat es nicht kinderspieltig. Dit is wat wichtig, wat we doen. En dan gaan we zeggen, deze Watertaufe is zo zeer wichtig. We willen dat aanhalten van vingen. En ik wil die Watertaufe niet wegschmieden, want Jezus heeft die geleerd. Hij leidt zich zelfs taufen. Maar dat water wat we gebruiken zum Taufen, omdat we danach klar haben, ist nicht, was uns reinmerken. Dat is den Glauben an Jesus Christus. In Hebräer Kapitel 10, Vers 26, da sagt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers, der die Widersacher verzehren wird. So, dit is een grove straf van een persoon wat zich heeft laten taufen, is gewaschen, is ervuld met hem jes, en klinkt hem jes met feit doel, en veracht dat wat hij gekregen heeft. Dat is weinig hoopning voor zo'n mens is dat. Oder als ik zei, geen hoopning. Dat is geen ander opfer. En ik wil je niet dit uitbrengen, dat is geen hoopning dat jemals kan bussen doen, wenn we vingen andere vers, dat zijn doen, want die zinden bloot eruit zijn. We kunnen dan nog naar Christus komen. En Jezus is voor alle zinden gestorben. Maar er is bloos een weg voor hem, als bussen te doen, en terug naar deze rading te gaan. En dat is wat ik wil uitbrengen ook aan deze Taufe. Dat we dat klaar hebben, dat wanneer je getauft bent, en du sitzt dort, du bist nicht da, wo du sollst sein, dann sägt nur der zweite Staub und lot die helpen, wieder helpen. Nicht das alle verachten. En weet je wat? Dat is wat we zoveel vinden hier aan ons. Dat we dat verachten doen, wat Christus ons gedaan heeft, geloven hebben, nog een betere Christus gevangen. Dat is plus einer. Dat is ook plus eine Taufe, en dat we ons daar aanhouden doen. Wir haben noch mal erfahren, Klasse 2, Abend 12. Wir haben nicht mehr eine Beschneidung, was mit hingemerkt ist. Wir haben eine Aufleihung von Sinn, was durch Jesus Christus im Glauben passieren hat. So, nu wil ik gleich hier een klein beetje nog een Beispiel te nemen van wat mij zo zit, met dit studeren, dacht mij dat op, dat Abraham, die wir gehorsam zu Gott und die sich beschneiden in all seine Nachkommenschaft. Dort wird ein Teken von, dass sie das Volk Gottes werden. Da wird die Beschneidung. Und diese Beschneidung, die hört ab, da wird diese Taufe anfangen. Da wird dort das Teken, dass wir Kinder Gottes sind. Und dann das nächste, ist die erste Erfüllung. So erste, die dann das Leben himmlische Vater, die landen wat op, waar we zullen kunnen terugkijken, omdat we een teken hadden dat we zien kunnen werden. En dan kwam Jezus, en valt dat, en dat is de Taufe van zinder reinmerken, wat daar passiert is. Johannes maakt uit voor Jezus, Jezus hangt met de Taufe om het kruis. En dat is de Taufe, wat er passiert is. En dan, waar we van daar bijna leven, dat is aan des Heiligen Geest. Dat is wat er passieren gaat. Zodat de Taufe is een eeuwigwonen aan onze waarheid aan, aan ons leven aan. Zo dan zegt het in Markus, ook in Matthäus, goed en maak jünger. Goed, maak navolger Christi. Zeg den al dat. Leert den dat. En dan zegt het en tauft die. Zo dat komt de erklärung, dan brauchen wir die zu taufen. Und weet je wat, bloß eine Taufe zijn we nog niet derg. Dat zegt aan dem Namen van ons Vater en de Zoon en de Geest. So, von da wo wir können sein, wo die Beschneidung wir, da fängt das an, da wo wir müssen getauft werden, und da wo die Geist uns leiden hat. Und das ist, was mir mächtig ist, dass wir das verstehen, was wirklich eine Taufe ist. Moet het alle opnemen, met wat we beleven in ons, wel ik mijn gedanken kunt openbaren, en ik zie ganz op, te mij leren laten aan. Wanneer ik dat niet graag verstoor, ik wil zeer leren, maar om mijn aanzicht nou,
Die Taufe, wat de meerstandse Mennonitische Gemeindes hier haben, waar ik kan, die Taufe ist gegründet auf dem Wort Gottes. Wat mij zo zit, wat wir beleven en onze omstanden ist, dat onze Gemeindes, die sind so lau geworden, juist te leven, dat veel van het juiste poort wat de Taufe soll doen, en Gottes Wort leren dat, passiert nicht an uns. Dort, wo wir verbiestert mit das. Wir haben die Wichtigkeit von einmal taufen, aber wir haben nicht die Wichtigkeit, das einmal Port, das jässel Port, rüberzubringen und zu lehren. Wir haben nicht ein Verständnis mehr darüber. Dort, wo wir an diese Dinge ankommen. Da sind some sagen, oh, unsere alte Taufe ist noch schwer, wie mit der Frischtaufe lassen. Dat is mij veel te gelijkhaltig, naar mijn aanzicht nu. Aber mij is de eerste taufe, wat ze dan gekregen hebben, gelijkhaltig, ohne een geestelijke erklärung, veel te gelijkhaltig. Dat is unbedingt, krijg zo aardig als dit is. Dat is beides aardig, kunnen we zeggen. En daaraan zit mij zo'n veel naar erwartung, dat we niet speelden met deze taufe. Dat we niet mensenrechten, even die zaak, nicht die, ook nicht die. En dat we diep aan aangaan, wat haalt Taufe aan? Van wat wil we reden, wanneer we van Taufe reden doen? Wat denken we nu?